Hi Leute, und zwar seit Donnerstag gibt es bei Lidl ein Multimeter. Und ich habe jetzt auch mal eins gekauft. Ich wollte eigentlich erst keins kaufen, weil ich ja eigentlich genug habe, aber für knapp 10 Euro, denke ich mal, schaut das nicht schlecht aus. Profi-Multimeter. Und hier, das hat auch TÜV Rheinland, geprüfte Sicherheit, 3 Jahre Garantie. Es hat sehr viel drin, es hat auch etwas Besonderes, was nicht jedes Multimeter hat. Also 3,5-stellige Anzeige ist Standard. Gleich- und Wechselspannung auch Standard, Gleich- und Wechselstrom. Besonders Wechselstrom bis 10 Ampere, das kann nicht jedes. Widerstand, Diodentester, Batterietester, Durchgangstester mit akustischem Signal ist auch nicht schlecht. Messwertspeicher braucht man normalerweise nicht. Automatische Polaritätsanzeige hat jedes. Und Überlastschutz, rutschfeste Holster mit ausklappbaren Standfuß, 2 Messspitzen inklusive Messleitung. Autopower-Auf-Funktion ist, glaube ich, ganz sinnvoll noch. Ich hoffe, die kann man auch ausschalten. Dann inklusive Batterie und Anleitung. Gut, dann würde ich sagen, mache ich das mal auf. So, hier Folie. Okay, ups, da ist eine Batterie hier. Und Messleitungen, das Multimeter selbst. Das Multimeter ist eher groß. Mal rausnehmen. Ja, das ist eher groß. Ich lege dann mal ein anderes zum Vergleichen. Dann mal gucken. Hier kann man es aufstellen, denke ich. Ist das Gerät aufstellen. Dann lege ich es erst mal raus hier. Die Batterie, die ist auch in Folie drin. Dass die nicht automatisch im Gerät ist, wundert mich fast. Dann hier die Messspitzen. Auch nicht schlecht. Also für 10 Euro macht es schon mal einen sehr guten Eindruck. Und da sind noch Schutzkappen drüber, über die denke ich. Ja, die kann man abziehen. Schutzkappe mal aufheben, dann auch Schutzkappe runter und so könnte man dann messen. So, jetzt gucke ich aber erstmal die Anleitung. Die Anleitung, die schaut schon mal gut aus, schaut etwas dick aus. Deutsch, Österreich, Großbritannien, mal gucken. Erste Seite, Bezeichnung des Multimeters mit Messspitzen. Dann hier Deutsch 2 und Englisch 19. Okay, Einleitung, bestimmungsgemäße Verwendung ist, da haben wir die Einschränkung, ist nicht für den Betrieb in ein Unternehmen oder gewerblichen Einsatz vorgesehen. Also ein Hobby-Multimeter. Verwenden Sie dieses Multimeter ausschließlich für den privaten Gebrauch. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Okay. Scheint ganz nett zu sein. Mal gucken, Multimeter, Messspitzen, ups, Holster 9 Volt, Blockbatterie und die Anleitung. Okay, hier ist beschrieben, was ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Technische Daten. Display, 3,5-stelliges Display, 3 Messungen die Sekunde, ist ganz okay. Messleitungslänge 80 cm, 9 Volt Blockbatterie, Standard. Dann kann 250 Volt, das heißt man sollte eine 250 Volt drauf geben, denke ich. Vermute ich, ich kenne mich damit in Bestimmungen nicht so genau aus, weil ich bin auch nur ein Hobby-Elektroniker. Voltfunktion, automatische so, wie sieht es denn aus? Batterietemperatur, Betriebstemperatur, Luftfeuchte, so 0 bis 40 Grad, maximal 75% Luftfeuchte. Okay, Lagertemperatur. Damals noch keine genau. Ah doch, da haben wir die Genauigkeit. Gleichspannung. Plus minus 0,5%. 200 mV, 2 Volt, 20 Volt plus 0,8% und bei bis 250 Volt plus minus 1%. Ja, plus minus 1%. Das wären 5 digitale Stellen, denke ich. Dann Wechselspannung. Haben wir 1% und 1,2. Dann Gleichstrom, da haben wir 1, 1,2 und 2% bei den 10 Ampere. Und bei Wechselstrom, da dürfte die Genauigkeit, beginnt es noch ungenauer, genau 1,2, 1,5 bis 3%. Ja,
Dann Sicherungen 250 mA und 10 Ampere. Maximaler Eingangsstrom 10 Ampere, Eingangsstrom 2 Ampere für kontinuierliche Messung, kleiner 15 Sekunden und Intervall 15 Minuten. Das heißt, 2 Ampere kann man dauerhaft fließen lassen bei dem Wechsel oder beim Strommessen. Und für mehr als 2 Ampere maximal 15 Sekunden und dann nach 15 Minuten abkühlen lassen. Ja, soweit ganz okay. Dann Widerstand, Genauigkeit 1%, 0,8% und 1,2 je nach Bereich. Batterieprüfung plus 20 mA, 5 mA. Ja, Sicherheitshinweise. Gut, das war's dann eigentlich schon. Zum Multimeter, das ist aus Gummi, so ein Gummimaterial. Und das ist Plastik. Das Plastik, das Gummi. Zum Batterie einsetzen müssen wir das Multimeter aus der Gummischale rausnehmen, denke ich mal. Schaue ich mal, wie ich es rausbekomme. Ja, von oben geht schon mal raus. Dann kann man das Multimeter aus der Schale rausnehmen. Ah, das hat hier auch noch einen Ständer. So. Ja, so zum Batterie einsetzen werden wir es wohl aufschrauben müssen. Also einmal 9 Volt und 2 Sicherungen. Da der 9 Volt Block hier ist, werden wir den einbauen müssen. Also suche ich mal Schraubendreher und schraube die beiden Schrauben mal auf. Nachdem die beiden Schrauben offen sind, kann ich das Gehäuse einfach aufklappen. Ups, die Schrauben fallen raus, die da reingehören. 1, 2, die nicht verlieren und dann sehen wir das Innere schon. Das Ganze an sich ist eher billig aufgebaut. Hier könnte man einen SMD-Chip einlöten, da ist aber ein Chip hier vergossen. Also ganze Multimeter besteht nur aus einem Chip. Ein Potty hier zum Einstellen, Widerstände, da ist der Piepser, der Piepslautsprecher. Ja, dann würde ich sagen, da wird die beiden Sicherungen, da Sicherung, da der Stromstand, dann tue ich mal die Batterie. Die muss auch noch aus der Folie rein und dann die Batterie hier einklipsen. Bevor ich die Batterie einklepse, messe ich die Batterie mal mit dem Multimeter, mit meinem alten 9,87 Volt. Die ist auf jeden Fall voll geladen. Also, gut, es ist ja kein Akku, es ist eine Batterie, aber die Batterie ist noch voll. Hat über 9 Volt, 9,87 Volt. Okay, nachdem die Batterie wieder drin ist, okay, hier ist es noch Abschirmung. Da wird das Multimeter abgeschirmt und da ist hier eine Feder drauf. Nur auf die Schrauben aufpassen. Ich habe jetzt schon wieder eine verloren. Muss ich suchen. Ups, ne, da ist sie, die zweite. Dann das mal wieder drauf. Hier oben müsste man es zusammenklipsen können. Theoretisch. Oder einhängen. Genau, oben einhängen, unten zu. Schrauben wieder rein. 1 und 2. Und wieder zugeschraubt. Schraube 1. Und dann, wenn ich Schraube 1 drin habe, Schraube 2. Ich schraube die mal nicht so sonderlich fest, weil ich muss sie ja wieder aufbekommen, wenn die Batterie leer wird. Okay, habe ich die Schrauben drin, müsste ich das da wieder einlegen können. Einfach rein, hier nach unten, da oben wieder rein. Hier, genau, und ist drin. Ja. Und ist hier noch eine Folie drauf, die muss ich abziehen, sonst erkenne ich da nicht viel, sonst sehe ich nur das hier. Ah ja, eine Batterieanzeige hat das wohl auch, dass es anzeigt, wenn die Batterie leer ist. Das ist ganz wichtig. Ich hatte ja auch mein Multimeter ohne, die nicht angezeigt haben, dass die Batterie leer ist, und da wurde der Messbereich dann, also das, was ich gemessen habe, immer größer. So, okay, hier ist wohl Auto Power Off. Ah, das ist kein, das ist ein Ausschalter. Ein, aus. Ein Druckschalter. Und eine Hold-Taste. Jetzt da mal schauen, wie die funktioniert. Mal auf 200 Millivolt. 2. Irgendwas stimmt da nicht. Ah, jetzt. Ich glaube, das lag an Hold. Wenn ich Hold rein drücke, kann ich umschalten. Ich Hold nochmal drücke, funktioniert. Genau, Hold halt die Anzeige, die aktuelle.
Ja, dann kann ich mal die Messleitungen anstecken. Hier sind nicht nur auf den Spitzen, sondern auch hier Stopsel drauf. Oder drin, die Stopsel müssen runter. Moment. 1, dann 2. Ja, schon mal Stopsel aufbekommen. Die sind teilweise etwas fest. Okay. Dann stecke ich mal an. Volt messen. Okay. Und minus in COM. So, stellen wir mal auf 20 Volt und messen mal einen Lithium-Akku. Den Lithium-Akku, den ich im letzten Multimeter-Video schon hatte, ob das Multimeter auch 4,19 Volt anzeigt, also ob es stimmt. Messe ich den Akku mal mit meinem Standard-Multimeter, das stimmen sollte, es zeigt an 4,19, 4.19. So, jetzt nehme ich das Multimeter, auch 20 Volt Spannungsmessbereich, wo es am genauesten sein soll, und messe den auch. Okay, messe ich den auch und es zeigt an 4,18, 4,17, 4,18. Ich würde sagen, das Multimeter stimmt um 2 Digis nicht. Liegt im Genauigkeitsbereich. Laut Anleitung, man könnte es mit dem blauen Potti im Multimeter genauer einstellen. Weil der Akku hat wirklich genau 4,19. Das Ladegerät, mit dem ich den auflade, lädt den immer auf genau 4,19 Volt auf. Auch wenn ich das eher teure Multimeter nehme, sagt mir 4,19 Volt. Okay, das Lidl Multimeter weicht leicht vorn ab, ganz leicht. Es zeigt leicht zu wenig an, was es bei Lithium-Akkus immer die messen tut, eigentlich nicht sollte. Okay, dann gehe ich mal vom 20 Volt Bereich mal auf den Durchgangsmessbereich, also auf Ohm, Durchgangsprüfung, Durchgangsprüfung, tue die Messspitzen zusammen, die beiden. Das geht noch nicht, wir müssen vorher umstecken, wir sind auf Volt. Wir müssen auf Milliampere Ohm Batterie. Ich denke mal, die Buchse müsste abgesichert sein hier mit der 200 Milliampere Sicherung, genau 200 Milliampere maximal, oder 250 Milliampere Sicherung, und die andere Buchse hier mit 10 Ampere. Und die Voltbuchse, die ist nicht mit einer Sicherung abgesichert, weil der Eingangswiderstand von 10 Megaohm oder von knapp 10 Megaohm, da braucht man nicht unbedingt eine Absicherung. Okay, Durchgangstest, Messspitzen zusammen. Und es hört sich etwas komisch an. Tak, tak, tak. Das reagiert auch nicht sofort. Ich glaube, der Piepser wird digital irgendwie vom Chip geschalten. Wenn ich nur kurz zusammen tue, piepst gar nichts. Ich muss zusammentun und warten. Und dann piepst es erst. Zack. Ja, also der Durchgangsmessung. So, von der Anzeige ist es okay, wenn ich die zusammentue. 2,7. Mal schauen, ich tue sie mal ganz zusammen, wie viel Ohm zeigt es dann an bei 200 Ohm Bereich. 0,5 Ohm. Das ist okay, das sind wohl die Messleitungen. 0,4 Ohm. Kann auch 2 Kilo Ohm mal gehen. Dann müsste es ganze Ohm anzeigen und ich tue sie zusammen und es zeigt 0 Ohm an. Also Ohmbereich, Ohmmessung auch brauchbar. Ja. Nur das mit den Durchgangspiepser ist ein bisschen, reagiert nicht sofort. Durch die Kontakte zusammen, auseinander, zusammen. Ja. Und irgendwie so tak, tak, tak. Das ist ein bisschen, naja, das kenne ich so gar nicht. Dazu muss ich sagen, da reagiert das Multimeter etwas anders. Hier auf Durchgangsprüfung, der hat hier 200 Ohm, hier Durchgangsprüfung und Diodentest zusammen. Ich brauche dann nicht umstecken und es reagiert sofort. Klemmen zusammen tue. Okay, Diodentest 003 Volt. Ist klar, das ist der Spannungsabfall an den Messleitungen. Es hat einen kontinuierlichen Ton und reagiert auch. So, und wenn ich das jetzt nehme, es hat sich automatisch ausgeschalten. Es geht auch so nicht an. Muss ich es wohl ausschalten und wieder einschalten.
es sich automatisch ausschaltet. Und wenn ich hier die Messleitungen zusammen tue, dann dauert das. Wenn ich das so mache wie mit dem anderen, kommt gar kein Ton. Wenn ich ihn zusammenlasse, erst dann piepst es. Man muss Geduld haben. So von der Aktualisierung der Anzeige ist es okay. Wenn ich hier gucke, gleicher Aktualisierungsintervall etwa. Nur das reagiert halt viel schneller und das hier nicht so lang, nicht so schnell. Und immer so mit den Tak, 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 Tak. Könnte man fast ein Lied draus machen oder so. Jo, dann komme ich mal zur Ampere-Messung. Ampere Gleichstrom. Ich habe jetzt das Labornetzteil geholt, 2,4 Volt und habe das auf 160 Milliampere mal eingestellt. Damit müsste ich mal den 200 Milliampere Ampere-Bereich noch messen können. Also schalte ich das um. Hier unten ist 200 M, 200 Milliampere, da steht schon in der Box mit Milliampere. Das hier auch mal, das muss ich umstecken für Milliampere. Milliampere gleich, falsch, wir haben Ampere Wechselstrom, ich brauche hier Ampere Gleichstrom hier. Also 200 Milliampere Gleichstrom. Dann stelle ich hier mal auf 200 Milliampere. Ne, das ist auch ein Milliampere Wechselstrom. Hier haben wir 200 Milliampere Gleichstrom. Okay. Und hier, da brauche ich nichts umstecken, einfach mal auf 200 Milliampere Gleichstrom. So, probiere ich erst mal das da. Stecke an die Klemme in das Labornetzteil an. Und es fließen 164,9 Milliampere. Ja. 0,16, Spannung ist auf 0 Volt, 0,3 Volt, so 164,8 Milliampere. Dann das wieder ab, dann probieren wir das zweite Multimeter. Minus und Plus, Plus anstecken und Minus 163,0. Genau, bei Milliampere sind die nicht so genau, da sind die alle nicht so genau. Aber so ungefähr stimmen sie schon. Und jetzt nehme ich das da und 163,5. Ja, ist genau dazwischen, 163,5. Und das erste hier sagte mir, steckt man nochmal an zur Sicherheit. 164,8, das weicht am meisten ab, die anderen nicht mal so sehr. Okay, weiter geht's. 10 Ampere Messbereich, 10 Ampere Gleichstrom und da muss ich nochmal umstecken. Dann hier, das hat 20 Ampere Messbereich und hier umstecken. Und das hier auch auf, wo haben wir hier, 10 Ampere ist hier, Ampere Gleichstrom, 1 weiter und umstecken, 10 Ampere oder 20 Milliampere. Also bei 20 Milliampere müsste ich keine 10 Ampere messen. So, dann stelle ich das mal auf ein paar Ampere ein. Also erst mal die beiden zusammen. Ein Labornetzteil mal auf, nehmen wir mal 1,95 Ampere, sowas. Okay, jetzt das erste mal anstecken. 1,95. 10 Ampere Bereich, da stimmt das aber. Das weiß ich, dass es genau stimmt. Dann das zweite hier. Minus und Plus. Warte, nochmal dran. Und 1,95, 1,96, das stimmt auch. Und jetzt probieren wir das Lidl-Multimeter. Das für 10 Euro. Das billigste hier. 1,98. Ich glaube, entweder hat sich die Ampere erhöht, das Labornetzteil sagt noch 1,95, die sagt 1,98. Da zeigt es zu viel an. Dann nehme ich das wieder, wiederholen wir es, um es auszuschließen. 1,95. Okay, es zeigt zu viel an. Dann das zweite. Die Klemmen dran vom Labornetzteil.
1,95, 1,96, also das zeigt richtig an, es zeigt ein bisschen zu viel an, glaube ich. Und das hier zeigt leider bei Ampere zu viel an und bei Spannungsmessung zu wenig. 1,97, gut, da haben wir so die höchste Toleranz, also nicht mal bei Strommessung. 1,97, 1,98 Ampere, obwohl es 1,95 Ampere ist. Das heißt, wenn ich jetzt auf 1 Ampere runtergehe, mal versuchen 1 Ampere zu erwischen, genau 1 Ampere, ja 1 Ampere habe ich hier. Jetzt kann ich mal gucken, wie viel Prozent das abweicht. Mal das erste nehmen, das müsste das genaueste sein. Auch 1 Ampere. Bei 1 Ampere stimmt's. 1 Ampere. Das zweite, das ist aber komisch. Bei 1 Ampere stimmt's. 1 Ampere. Und das hier. Bei 1 Ampere stimmt's. Aber bei fast 2 Ampere stimmt's dann nicht mehr so. Aber 1 Ampere macht's genau. Ich schätze, das ist auf 1 Ampere eingeeicht worden. Das stimmt dann nicht mehr so genau, wenn die Ampere abweicht. Ja, Ampere-Wechselstrom werde ich jetzt mal nicht messen, dafür bräuchte ich eine Wechselstromquelle. Und Voltgleichstrom werde ich auch erstmal nicht messen. Nur das Multimeter hat noch einen Transistortester, was das hier leider nicht hat. Aber es hat einen Erdungswiderstand von 10 Megaohm, wie das auch 10 und das auch 10 Megaohm bei Spannungsmessung. Und Ohmmessung kann es auch. Wie genau es da ist, habe ich jetzt nicht gecheckt, aber bei Ohmmessung, erfahrungsgemäß, ist die auch nicht so genau. Also es liegt innerhalb der Toleranzen, könnte aber besser sein. Bei Spannungsmessung werde ich den blauen Body in dem Multimeter noch ein bisschen einstellen. Ansonsten ist gut. Ja. Und es schaltet sich automatisch aus, was gut ist, um Batterielebensdauer zu sparen. Allerdings kann es nervig sein, wenn man es immer wieder einschalten muss, das Multimeter. Das hat das nicht, das schaltet sich nicht aus, das läuft bis die Batterie leer ist und das auch. Läuft auch bis die Batterie leer ist, daher nehme ich in den Multimetern Akkus und keine normalen Batterien. Das hat jetzt noch eine normale Batterie. Irgendwann kriegt es einen 9 Volt Block Akku, den ich dann wieder aufladen kann, wenn er dann leer wird. Okay.